deine mitreisende Art. Ja, die muss ich jetzt mal rauskehren. Ich bin Leonhard und das ist mein Kollege André. Wir sind heute für Hinreisen unterwegs. Und wir fahren einen der schönsten Radwege zwischen Elster und Saale, den Zuckerbahnradweg von Zeitz nach Camburg. Und geben euch 5 praktische Tipps fürs Radfahren, wenn es draußen frisch ist. Ja, vor allen Dingen, dass wir noch 29 Kilometer vor uns haben. Unterwegs erleben wir tierisches Vergnügen. Mit der Zunge. Aber der Ton hört sich ein bisschen an wie aus einem Volksempfänger. Die Rundwegkarte Trailmap. Oh, Ja, da und da haben Leute hingeschissen. Ja? Ja, das zeigen wir euch besser nicht. Dafür gibt es aber traumhafte Aussichten. Einer von uns muss sich dafür jetzt ausziehen. Die Frage ist nur, wer. Da baumelt was. Und man könnte ja schon denken, warum fährt man denn bei schlechtem Wetter so ein graues Teerband da immer entlang wie so ein Bekloppter? Wenn es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. So wie mit uns. Wir starten am Zeitzer Bahnhof. Hierher sind wir mit Regiozügen gefahren, von Magdeburg aus mit Umstieg in Halle und Weißenfels. Das hat ungefähr 3 Stunden gedauert. Die Räder konnten wir dafür kostenlos mitnehmen. Das gilt übrigens in ganz Sachsen-Anhalt und auch Thüringen. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Los geht's direkt mit 15% Steigung. Rauf auf den alten Bahndamm. Guck mal, da steht auch noch so ein Prellbock. Das Ja. ist, weißt du, was hier früher gefahren ist? Ein Zug. Ein Zug. Hier kommt man schon lange nicht mehr zum Zug. Hahaha. Die Bahnstrecke war ja eigentlich wichtig für den Güterverkehr, für die Brikettfabrik hier in Zeitz oder auch für die Zuckerrüben, die transportiert werden mussten. Der Personenverkehr hat jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Da sind am Ende auch nicht mehr so viele mitgefahren und 1999 war dann Schluss. Und die transportieren die Sachen jetzt anders, oder? Auf der Straße und für die Menschen gab es ohnehin schon in den 90er Jahren parallelen Busverkehr. Naja, aber es ist eine schöne Idee, wenigstens einen Radweg rauszumachen. Geht auf jeden Fall mal gut geradeaus. Ne? Der ist auch sehr gut ausgebaut, durchgehend asphaltiert, seit 2019 komplett. Ja, dann wollen wir mal langsam los, würde ich sagen, oder? Zum Glück erwarten uns erstmal keine Steigungen mehr. Die ersten Kilometer geht's zügig voran. So soll's sein. Ganz ohne Auf und Ab wird's aber nicht gehen. Und bis zum Ende des Zuckerbahnradwegs sind's immerhin auch 37 Kilometer. Ah ja. Das ist also Zeit. Wir sind hier und fahren jetzt. Da fahren wir lang. Und dann unter der A9 durch, oder fahren wir drüber? Drunter. Und da ist das Viadukt. Guck mal. Ja, Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das am Ende aussieht. da freue ich mich auch drauf. Das ist eine tolle Aussicht. Schon auf der ersten Etappe von Zeitz nach Dreußig fällt mir auf, der Zuckerbahnradweg ist wie glatt geschliffen. Hier kommen bestimmt auch Skater und Inliner auf ihre Kosten. Doch die treffen wir heute nicht, nur andere Radfahrer. Respekt, Sie sind in kurzer Hose unterwegs, also auch ein Radfahrer bei Wind und Wetter. Wie statten Sie sich da aus? Eigentlich ganz normal für die kurzen Touren, da habe ich keine Radfahrbekleidung an. Uns geht jetzt auch schwimmen in Kretschauer See und werde schon 400 Meter noch schaffen. Also frische Luft tut immer gut, Sonne tanken ist, finde ich, ganz wichtig und einfach mal die Pause nutzen, um rauszukommen, abzuschalten, Kopf frei zu kriegen. Ich bin so ein Schreibtischtäter und da ist es gut, einfach mal etwas anderes zu sehen und runterzufahren. Noch eine andere Frage, die nichts mit dem Thema zu tun hat, aber ich bin neugierig, wenn das zu persönlich ist, müssen Sie nichts sagen. Ich habe gesehen, Sie haben Ringe an den Füßen, total interessant. Hat das eine besondere Bedeutung? Ich bin Barfußläufer eigentlich, nicht auf dem Fahrrad, aber ansonsten und das finde ich einfach cool. Das hast du ihn nicht wirklich gefragt, Leo. Wieso? Ich fand's interessant. Wie gefällt dir denn die Strecke bisher? Das ist ein super gerader Radweg. Ich muss überhaupt nicht nach vorn gucken. Das im Hintergrund ist übrigens Lisa. Sie begleitet uns heute mit der Kamera. So, wir machen gerade Pause. Ich habe mir einen kleinen Tee genommen, weil es auch schon langsam kühl wird und das ganz schön ist zum Wärmen. Und das bringt mich eigentlich auch schon zu Tipp Nummer 1. Seid gut ausgerüstet für diese Jahreszeit. Ich habe deswegen zum Beispiel so wasserfeste Satteltaschen dabei. Müllbeutel mitnehmen, die kann man auch gut benutzen, damit die Sachen trocken bleiben. Eine Powerbank, falls man mal einen Platten hat, eine kleine Pumpe, ein bisschen Flickzeug. André setzt eher auf Pannenspray. Ich habe meistens noch so ein kleines Multitool dabei. Einfach aus dem Grund, das ist klein, das passt in jede Tasche. Aber es sind eigentlich alle Schraubenzieher dran, die ich für mein Fahrrad brauche.
In Bewegung und bei Sonnenschein fühlt es sich gar nicht so frisch an. Das liegt natürlich auch an unserer Vorbereitung. Mehr dazu später. Nächster Halt, Droissig. Das ist der alte Bahnhof von Droissig. Sehr gut gepflegt. Und hier ist auch was für Radfahrer dabei. Und das hier ist die Droissiger Schiene. Ein Kunstwerk, das an die alte Bahnstrecke von Zeitz nach Camburg erinnern soll. Ich sehe auch vor allen Dingen, dass wir noch 29 Kilometer vor uns haben. Das ist natürlich noch ein Stück für heute. Wir haben erst 8 geschafft. Naja. Aber schön, 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 schön. Doch die Schiene ist hier nicht das einzige Highlight. Audioguide per Telefon? Ja, das machen wir. Ich habe da eine Flatrate. Herzlich willkommen an der einstigen Eisenbahn-Nebenstrecke Zeitz-Camburg. Danke. Den heutigen Zuckerbahnradweg. Fast 40 Kilometer Natur pur. Vom Elster im Saaletal entlang des Droissiger Zeitzer Forstweg. Die Info ist ja super liebevoll gemacht, aber der Ton hört sich ein bisschen an wie aus dem Volksempfänger. Natürlich spielte auch der Personenverkehr eine wesentliche Rolle. Der Personenverkehr hat jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Die Rundwegkarte Trailmap, 12 Stück kann man anhören von diesem Bärentatzenpfad. Tatze für Tatze geht es von der Droissiger Schiene mit dem alten Bahnhof dann quer durch den Ort. Unter anderem vorbei am Droissiger Schloss mit Schlosskirche. Und das hier sind übrigens die Namensgeber des Bärentatzenpfads. Die Bärenbrüder Toni und Eiko sind schon über 20 Jahre alt. Aber da geht noch mehr. Da sind wir auch schon an der A9. Und André, du hattest natürlich recht, wir fahren drunter hindurch und nicht drüber. Ja, es wäre sonst auch schwierig geworden. Und gleich hinter der A9, da gönnen wir uns den nächsten Stopp. In Waldau ist eine besondere Kirche ausgeschildert. Hier gibt es eine Fahrradkirche. Was auch immer eine Fahrradkirche genau ist, ich kenne normale Kirchen, ich kenne Autobahnkirchen. Ich gehe mal gucken. Nö, heute kein Gespräch mit Gott unterwegs. Na, aber die Kirche hat zu. Schade. Hätte ich gerne mal reingeguckt. Auch bei kaltem Wetter gilt, wer sich bewegt, wird warm. Willst du? Ja. Ich auch ein bisschen. Vielleicht Zeit, die Jacke zu öffnen. So langsam wird uns warm und das bringt uns zu Tipp Nummer 2. Das Zwiebelprinzip. Wir erklären euch das. Einer von uns muss sich dafür jetzt ausziehen. Die Frage ist nur, wer. André. Unterste Schicht T-Shirt. Darüber eine dünne Weste, die ist sogar beheizbar. Mittlere Schicht Fließjacke, hält gut warm. Äußere Schicht dünne Regenjacke, dazu Buff als Schal oder Stirnband und Handschuhe für die Finger. Na, dann kann es ja weitergehen. Zwischen Droissig und Seidewitz geht es insgesamt 120 Meter runter, aber auch wieder rauf. Da ist jede Pause in der Natur willkommen. Herr Ribbeck von Ribbeck. Oh, den kann ich auswendig. Soll ich ihn aufsagen? Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die güldene Herbsteszeit und die Wälder leuchteten weit und breit und stopfte, wenn es Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Naja, egal. Auf jeden Fall, je nachdem, wann man unterwegs ist, findet man unterschiedliche Sachen zu essen. Aber irgendwas findet man eigentlich immer, außer es ist gerade tiefster Winter. Hier zum Beispiel gewachsene Birnen. Schmecken sehr lecker, sehr süß. Willst du eine probieren? Ja. Also wirklich gut, ich stecke mir gleich noch eine in die Tasche. André, dir hat die Birne ja nicht geschmeckt. Du übst dich eher als Opernsänger. Mit mir? Hallo. Mit der Zunge. Das ist nicht meine Stimme. So werden Touren schöner, dauern aber auch ein bisschen länger. Das ist nicht die erste Katze heute. Also Schmausi und mir hat's gefallen. Geht ja auch schon weiter.
Das ist der alte Bahnhof von Osterfeld. Das Gebäude ist rund 100 Jahre alt, frisch saniert und heute ein Freizeit- und Jugendtreff. Wir sind auch eine Radfahrerin und die Station hier in Osterfeld soll künftig noch eine schönere Anlaufstelle auch ganzjährlich für Radfahrer sein. Was haben Sie vor? Wir haben vor, hier Informationen zu liefern durch Infotafeln, durch einen ordentlichen Rastplatz. Hier wird er entstehen. Dort wird künftig die erste Toilette an unserem Zuckerbahnradweg Einzug halten. Das wird eine Luftpumpe hier sein, die betrieben wird. Ein Schlauchautomat wird hier sein, ein Trinkwasserbrunnen wird hier entstehen. Wir suchen jetzt noch einen Pächter oder agile Jugendgruppen, die im Rahmen der Freizeitbeschäftigung hier dann den Radfahrer auch mal was zu essen und zu trinken anbieten. Kleine Erinnerung übrigens, benutzt nicht nur in den Sommermonaten Sonnencreme. Unsere Gesichter haben am Abend ganz schön gebrannt. Boah, geil. Das sieht ja mega schön aus. Ist das ein Wasserturm oder? Das ist ein alter Wasserturm. Boah, Und ein Rastplatz. vor allem hier in der Sonne. Ey. Ich könnte mal wieder was essen. Ja, jetzt ein Snack wäre schon gut irgendwie, ne? Radeln macht hungrig. Auf dem Rest der Strecke nichts mehr. Also bis Camburg gibt's nichts mehr. Hast du noch was mit? Bisschen noch, ja. Das bringt uns zum nächsten Tipp. Deswegen haben wir immer was zu essen dabei. Und zwar so ein bisschen, was Kraft gibt. Vielleicht so ein bisschen auch, was man am Weg findet oder bekommt. Und ganz wichtig ist aber eigentlich auch noch immer so ein kleiner Snack. Also ich habe ja meistens irgendwie so Gummibären oder irgendwie sowas dabei. Und es motiviert auch nochmal so ein bisschen, wenn man echt denkt, dort die letzten 10 Kilometer, die ziehen sich jetzt wirklich. Was habt ihr denn dabei? Oder was würdet ihr mitnehmen, wenn ihr irgendwas braucht, was euch nochmal richtig motiviert? Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Ja, und wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir uns den alten Wasserturm doch gleich mal genauer an. Die schöne Stimmung hier bringt mich gleich ein bisschen in Philosophenlaune. Und man könnte ja schon denken, warum fährt man denn bei schlechtem Wetter so ein graues Teerband da immer entlang wie so ein Bekloppter? Aber ich finde es echt immer total schön. Man sieht so viel, was dann abends so ein bisschen so, also klingt jetzt so kitschig, aber ich finde schon, was so im Herzen so ein bisschen bleibt. Ich finde, es ist halt einfach nie langweilig. Es sieht jeden Tag anders aus. Man sieht, wie sich die Natur in den Jahreszeiten verändert. Und Wind und Wetter, das ist gar nicht so die große Herausforderung. Ich finde das auch eher immer mal nett, dass man auch die Natur ein bisschen spürt, ein bisschen anders kennenlernt. Vielleicht auch ein bisschen so aus der Komfortzone rauskommt. Vielleicht will ich ja auch genau das. Und noch ein Tipp, fahrt vorausschauend. Gerade wenn es nass ist oder glatt ist, Laub kann sehr tückisch sein, man weiß nie, was drunter liegt. Außerdem achtet auf herabfallende Äste. Und falls sie schon auf dem Weg liegen, räumt sie einfach weg. Und wenn doch mal ein Splitter hängen geblieben ist, so ein kleines Erste-Hilfe-Set solltet ihr immer dabei haben. Das war schon. Ja, wie dem auch sei. Dafür kommen wir endlich bei meinem persönlichen Highlight an. Unten im Tal fließt die Wetau, was der ganzen Verbandsgemeinde ihren Namen gibt. Und darüber thront das alte Eisenbahnviadukt. Noch super erhalten, finde ich. Und ich habe gerade was entdeckt. Ich habe hier übers Geländer geschaut. Da baumelt was Grünes. Das ist bestimmt ein Geocache. Ja, offizieller Geocache. Na, da trage ich uns noch ein. Hashtag hinreisend. Wie das hier so durch die Blätter fällt und hier unten der Bach so rauscht und so, das ist schon cool. Meine Brille ist beschlagen von dem Anstieg. Ich schwitze ein bisschen. Aber es ist richtig schöner Sonnenuntergang. Wir nähern uns dem Ende der Tour und man sieht, es ist langsam ganz schön düster um uns drum herum geworden. Deswegen ist es mir auch immer wichtig, dass man Licht dabei hat. Und zwar zum einen ein Dynamo, weil der funktioniert auch, wenn die Batterie mal leer ist. Ich habe aber auch immer eine kleine Stirnlampe dabei, damit ich auch mal, wenn ich zum Beispiel einen Platten habe, den noch wechseln kann oder in meiner Tasche was suchen kann, auch wenn der Dynamo mal nicht geht. Und ansonsten sind natürlich Reflektoren das Mittel der Wahl. Wenn es hier solche Clipser gibt oder auch so Reflektorenbänder, gerade wenn ihr dunkle Kleidung habt, einfach zum Drankleben, passen auch super ans Fahrrad. Die Rolle gibt es für ein paar Euro. Es kommt wirklich drauf an, ihr seid umso sicherer unterwegs, je besser auch ihr selber gesehen werdet. Na dann mal auf zur letzten Etappe, von Seydewitz bis Camburg. Noch eine knappe Stunde.
André, bergauf fahre ich jetzt an dir vorbei. Wie ist es? Mich motiviert, dass es nur noch 12 Kilometer sind und immer, wenn es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. So wie mit uns. Aber so kurz vom Ziel geben wir nicht auf. Ja, da sind wir angekommen in Camburg. Ja, 37 Kilometer, Zuckerbahnradweg von Zeitz bis hierher. Ich finde, das fährt sich bei jedem Wetter gut. Der ist so schön gemacht, der Weg eignet sich perfekt. Ich fand es auch richtig schön. Klar, es gibt Momente, in denen tun mir die Beine weh, da peitscht einem der Wind ins Gesicht und man denkt, wie dumm war ich, dass ich heute losgefahren bin. Aber ich glaube, spätestens wenn ich heute Abend im Bett liege, bin ich total froh über die ganzen Erlebnisse und Eindrücke. Und für mich bedeutet es ja auch immer so ein Stückchen Heimat irgendwie noch besser kennenzulernen und zu entdecken. Wenn ihr noch gute Tipps habt für uns oder auch für die anderen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Gut, dann wollen wir auf. Würstchen sind sehr nahrhaft. Kacke. Hier liegt noch so eine Ja, Wodkaflasche. und da haben Leute hingeschissen. Ja? Oh ja, ordentlich. Film das. Das war Andres Schwiegermutter. Schwenk. Das sind gute Aussichten. Ich überlege mal, vielleicht meint auch. Nein! Nicht so, hallo, ich bin Leo. Dann guckt, dann machen alle direkt aus.